So back to the Father's love. So zurück zu dieser Liebe des Vaters. 1 John 3:1 says, "Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the children of God." Den 1. Johannes 3,1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. What manner of love Was für eine Liebe, that we should be called the children of God. dass wir Kinder Gottes ernannt werden dürfen. You know, there's a lot of talk about being servants of God. Es ist ganz viel die Rede über Diener Gottes zu sein. And we are servants of God. Ja, und das sind wir doch, Diener Gottes. But our status is even higher than a servant. Aber unser Status, unser Platz ist noch höher als ein Diener. As a children of God, we are part of the family of God. Als Kinder Gottes sind wir ein Teil dieser Familie Gottes. And so that gives us a whole different understanding about serving. Das gibt uns ein ganz neues Verständnis über, was dienen bedeutet. We serve in the house of God, but as sons of God. Wir dienen im Haus Gottes, aber als Kinder Gottes. And I'm not leaving out the women. There's sons and daughters of God. Let me just say Das heißt that. Söhne und Töchter Gottes. A lot of times the Bible just says sons, but it means sons and daughters. Sehr oft in der Bibel der Rede ist von diesen Söhnen, aber das bedeutet auch Söhne und Töchter. We're his children. Wir sind seine Kinder. We're not just we're not slaves. Wir sind keine Knechten. Even though that Greek word is used from time to time. Obwohl das kommt vor, auch in Griechisch ab und zu mal. But that's because the only time we're a slave in the sense that we do that, we don't have to like a common slave, but we have actually freely made ourselves slaves. Wir sind wirklich ein Knecht oder ein Diener. Wir dienen von ganzem Herzen und so, aber wir machen das freiwillig, nicht aus Zwang, sondern aus unserem freien Willen. We want to be in the house of our Father. Wir wollen im Hause unseres Vaters We sein. want to serve Wir wollen ihn dienen, because it's so good. weil es so gut da ist. Not because anybody's forcing us to. Nicht, weil jemand uns dazu zwingt. And I got to thinking about this relationship we have as children of God. Und ich fing an zu denken über diese Beziehung, die wir mit Gott haben als seine Kinder. And the Father love towards us. Und diese Vaterliebe, der zu uns ausströmt. Now I don't know what kind of a childhood you had. Ich weiß nicht, was für eine Kindheit du gehabt hast. What kind of a earthly father you had. Wie dein irdischer Vater ist oder war. None of us had a perfect one, right? Keiner von uns hatte einen perfekten Vater. Nobody gets perfect parents. Niemand bekommt vollkommene Eltern. So forget that idea. So vergiss das. But your earthly father might have been pretty good. Dein irdischer Vater war vielleicht nicht schlecht. Maybe he wasn't good. I don't know. Vielleicht war er gar nicht gut. Was weiß ich nicht. I was raised by a father who adopted me. Ich wurde erzogen von einem Mann, der mich adoptiert hat. The father that conceived me was really never there for me. Der Vater, der mich gezeugt hat, der war für mich nie da. But I was adopted when I was almost 11 months old by really nice parents. Ich war adoptiert, als ich etwa 11 Monate alt war, von ganz liebe Eltern. So I understand there's both. So ich verstehe, es gibt beide Sorten. There's the father that didn't take any responsibility. Es gibt Väter, die gar keine Verantwortung übernommen And haben. then there's fathers that were, basically did their best to be responsible. Und dann es gibt Väter, die haben ihr Bestes getan, richtig verantwortlich zu sein. And everyone in here would have a different story about that. Und jeder hier hat eine ganz verschiedene Geschichte von wie das gelaufen ist. But let's just put that by side for just the next 30 minutes. Lass uns das da auf die Hinterherdplatte da stellen für die nächste halbe Stunde. Because we're not talking about an earthly father right now. Weil es geht jetzt nicht um einen irdischen Vater. We're talking about a father that's absolutely the perfect father. Es geht um einen Vater, der ist wirklich der vollkommene, perfekte Vater. Our heavenly Father. Unser himmlischer Vater. Even Jesus, when he taught us how to pray, he said, begin your prayer like this, our Father. Als Jesus gelehrt hat zu beten, hat er gesagt, fangt so an, unser Vater. And I've taught enough about how God is perfect. Und ich habe genug darüber gesprochen, wie vollkommen und perfekt Gott ist. But in what way is he a father?
Aber in welcher Art und Weise erweist sich als Vater? First of all, as children of God, we are wanted. Zum Ersten, als Kinder Gottes sind wir gewollt. We're wanted. Wir sind There gewollt. should be no question in anybody's mind that God wants you. Das sollte keine Frage sein in uns, ob Gott dich haben will oder nicht. He's the Father that really wants you. Er ist der Vater, der wirklich gewollt hat. Isaiah 43:1 says, "But now says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name, you are mine." Jesaja 43,1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. God has no unwanted children, Gott hat keine ungewollte Kinder. regardless what your earthly situation was. Egal, was für deine irdische Situation war. I listened to a beautiful story on YouTube this week. Ich habe eine ganz schöne Geschichte an YouTube da gehört. There was a couple that was married and they were desirous of having children. Es war eine Ehepaar und die wollten gerne Kinder bekommen. But as it so often is, they couldn't have children. Aber wie es manchmal ist, die konnten einfach keine Kinder bekommen. They tried everything, went to the doctor. Haben alles probiert, die waren beim Arzt. And so finally they said, well, maybe we should adopt children. Und die sagen, na, vielleicht sollen wir dann ein Kind adoptieren. And they started the process. Und die fingen an, diesen Prozess da, ein Kind zu adoptieren. And there was a baby that they were going to receive after it was born. Und da war eine schwangere Frau und die wollten dieses Kind adoptieren, wenn das Kind geboren wurde. And so they were preparing for this. Und sie haben sich darauf vorbereitet. But then the mother changed her mind. Aber dann diese Mutter, Leihmutter oder was auch immer, sie zum letzten Moment, sie hat eine Meinungsveränderung gesagt, nein, ich behalte das Kind selber. And so, of course, they were very disappointed. Ja, diese Eltern, die waren sehr enttäuscht. And so a couple of years went by and they said, well, maybe we'll just be without children. Ja, ein paar Jahre sind verstrichen und sie sagen, na, vielleicht müssen wir dann leben ohne Kinder. And one day the man was driving to work and he had the radio on his car. Eines Tages, dieser Mann fuhr zur Arbeit, hat ein Radio an im Auto. And it was a public channel talking about orphanages in Russia. Das war eine Sendung über Waisenhäuser in Russland. And a reporter was there in this orphanage. Und ein Reporter war da in diesem Kinderheim, diese Waisen. Describing the children. Und hat die verschiedenen Kinder dort beschrieben. And then and you could hear the children in the background playing and singing. Im Hintergrund, man könnte hören, wie die Kinder singen und spielen da im Hintergrund. And then the reporter said, and then there's Vladimir. Und der Reporter sagt, ja, und dann dieser kleine Junge, der Wladimir. And then you could hear this little boy singing a Russian lullaby in the radio. Und dieser kleine Bub da hinten hat so etwas auf Russisch gesungen, vor sich gesungen. And when the man heard the boy sing, he immediately knew that this was to be his son. He immediately knew. Ich darf nicht heulen. Sorry, I thought you didn't. Okay. Ja, ich bin so. Dieser Mann hat diese Singen gehört und hat sofort gewusst, das ist das Kind. Dieses Kind will ich He adoptieren. stopped the car. He called his wife. Hat angehalten, hat seine Frau angerufen. He said, I believe our son is in Russia. Ich glaube, dass unser Sohn in Russland ist. And we are supposed to be his parents. Und wir sollen seine Eltern werden. And it turned out the boy was very, very physically handicapped. Und es stellt sich heraus, dieser Junge war behindert, körperlich behindert. His hands and his feet. Seine Hände und Füße waren total krumm und verwachsen. And he was like I think 7 or 8 years old. Was war das? No, he wasn't that old. No, dann nicht 4 so or alt. 5 years old. 4 oder 5 Jahre alt schon. And you know, and they got a hold of this organization and flew to Russia.
Sie haben diese Kinderheim ausfindig gemacht und sie sind nach Russland geflogen. And they got to meet Vladimir, Und die haben diese kleine Volodya kennengelernt. and he was so joyful. Und der war so voller Freude. He actually said to them, to his this man, he said Papa to him, Hat sogar dieser Mann sofort Papa genannt. and just smiling really big. So gestrahlt und gelächelt. So they were able to adopt him and bring him back to America. Und die haben ihn adoptiert und die haben ihn dann nach Amerika gebracht. But then they filmed this happening, Und das haben die alle gefilmt. and they showed the little bed where Vladimir slept every night. Die haben dieses kleines Bettchen da gezeigt, wo Wladimir jede Nacht geschlafen hat. And he said every night he prayed Und jede Nacht hat dieser Junge gebetet, that someone would come from America Dass and jemand- adopt him. dass jemand aus Amerika kommt und ihn adoptiert. And it was such a touching story. Das ist so berührend. And they were able to do some operations on his hands, Und er hat Operationen auf seine Hände und so gehabt. and they had to amputate his feet. They were so bad. Die Füße waren so schlecht, die Füße würden amputiert. But then, he learned to walk with some, prothesen. Hat Prothesen, dann hat er laufen gelernt. And then they showed pictures of him grown and just doing really well. Und dann haben Bilder gezeigt, wie er aufgewachsen ist und wirklich wunderbar. And how this couple was so blessed. Und wie Ja, diese Ehepaar, die so gesegnet war mit ihrem Sohn. It was the last thing they had planned in their life to do. Das war das Letzte, woran sie jemals gedacht hätte, sowas zu tun. Sometimes God does things like that. Manchmal Gott tut solche Dinge. It's a wonderful thing. Das ist auch sehr wunderbar. And that's the heart of our Father, really. Und das ist das Herzen unseres Vaters. He wanted us. Er wollte uns. We were somewhere Wir waren irgendwo da, in the darkness, in der Finsternis, in a little room, in einem kleinen in a little Zimmer, bed. in ein kleines Bettchen. and he found us, Er hat uns gefunden took us home. und hat uns mitgenommen nach Hause. I put a little statement here. Adopted children should never have to doubt that they were wanted. Hier ist eine kleine Aussage. Adoptierte Kinder sollten nie daran zweifeln müssen, dass sie gewollt waren. And we are adopted by God. Und wir sind von Gott adoptiert. He wanted us. Er wollte uns. As children of God, we are understood by him. Als Kinder Gottes werden wir verstanden. A father understands that their child is going to do stupid things. Jeder Vater versteht, dass sein Kind eines Tages irgendwann mal dumme Sachen machen wird. A father knows that. Jeder Vater weiß das schon. And still his love doesn't change. Und trotzdem, seine Liebe verändert sich nicht. I love Psalm 103, 13 and 14. Ich liebe Psalm 103, Vers 13 und 14. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows how we are formed. He remembers that we are dust. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. He created us. Er hat uns erschaffen. He knew that he made us out of the dust. Es ist ihm bewusst, er hat uns aus Staub gemacht. He knew that we were born imperfect Er weiß, dass wir als unvollkommen geboren and sind. that we was going to make some mistakes in our life. Und dass wir auf jeden Fall große Fehler in unserem Leben machen würden. We have limited understanding about so many things. Wir haben so ganz oberflächliche Verständnis über solche Dinge. There's times when we are weak, Es gibt Zeiten, wo wir wirklich schwach sind. especially when we're young. Besonders wenn wir jung sind. Children will do things that make no sense. Kinder werden Dinge drehen, die gar keinen Sinn machen. They will get into trouble. Und sie werden dann Ärger machen. It's very few children that don't do something wrong. Ganz wenige Kinder tun nie etwas Did Verkehrtes. anyone have a child that was just perfect? Hat irgendjemand hier ein Kind gehabt, der vollkommen perfekt war? Only Jesus was the perfect child, right? Nur Jesus war ein perfektes Kind.
Only Jesus. Nur Jesus How would you allein. like to have had Jesus as your little brother? Wie wäre es, Jesus als dein kleiner Bruder zu haben? You know, always, never make a mistake. Niemals dich ärgern, niemals dich. But God understands us Aber Gott versteht uns in our humanness. in unserer Menschlichkeit. Hebrews 4:15 says, talking of Jesus, "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin." In Hebräer 4,15, da redet es von Jesus. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So we are totally understood by God. So, wir sind vollkommen von Gott verstanden worden. The things that anger us, Die Dinge, die uns aufregen, the things that distract us, die Dinge, die uns ablenken, the things that tempt us. die Dinge, die uns versuchen. Now, Jesus didn't ever give in to the temptation, Jesus gab nie nach mit diesen but he Versuchungen, sure knew what it was like to be tempted. aber er weiß ganz genau, wie es ist, versucht zu werden. He understands how easy it is for us to fail. Und er weiß, wie leicht es ist, dass wir versagen können. So we are understood. So, wir sind dann hier, wir sind auch verstanden. He doesn't have an expectation on us that's unrealistic. Er hat keine unrealistische Erwartungen auf uns. Okay? He says you're gonna make it, but you will have some stumblings along the way at Er sagt, times. du wirst es schaffen, aber du wirst unterwegs hier und da auch stolpern. And I understand that. Das verstehe ich schon. That's a good thing, isn't it? Das ist etwas Gutes, oder? As children of God, what else? We are safe. Als Kinder Gottes, wir sind was? Auch wir sind sicher. It's a good thing to be safe, isn't it? Es ist sehr gut, sicher zu sein, oder? When you have a big papa, Wenn du einen großen Papa hast and he is consistent, und er ist immer beständig and you know he's for you. und du weißt, er hat dich geformt. You don't have to doubt if he's going to treat you one way one day and a different way the next. Du musst keinen Zweifel haben oder so, oder Ängste haben, dass er dich eines Tages so behandelt wird und den nächsten Tag dich ganz anders behandelt. You're safe with him. Du bist mit ihm ganz sicher. You can bring anything to him Du kannst alles in allem vor ihn bringen. and know that you're not going to be rejected. Und du kannst wissen, dass er dich nicht dafür ablehnen wird. Remember, you had to bring your report card home from school? Kannst du erinnern, als du nach Hause kam mit deinem Zeugnis von der Schule? You know, was that a fearful experience? War das ein furchterregendes Ereignis oder Or was it a joyous experience? war das ganz froh, du warst ganz stolz? I had a pretty good father concerning that. Mein Vater war sehr gut diesbezüglich. When we brought our first report card home, he looked at the grades, Also wurde der erste Zeugnis nach Hause gebracht und er hat die Noten da angeschaut. and he didn't really say anything good or bad. Nicht vieles gesagt, Gutes oder Schlechtes. He said, now, in 6 weeks, when your next report card comes, Nach 6 Wochen, wenn das nächste Zeugnis kommt, the goal is to improve your grade a little bit. wir sollen daran arbeiten, diese Note ein bisschen aufzubessern. You know, you don't have to be a straight A student, Du musst nicht eine glatte Eins kriegen, but you must continue to try to improve your grade. aber bitte streng dich an, diese Note ein bisschen zu verbessern. That took a lot of pressure off, Und dann war sehr viel Druck weg. because some students are not straight A students. Manche Schüler kriegen einfach nicht die Reihe voll mit Einser. For some people, their best is a C. Für manche, das Beste, was sie überhaupt erbringen können, ist ein 3. And so my father would just say, okay, Mein Vater sagt, ja, okay. do your best to make it a C+. Try dein Bestes, um das eine 2,5 zu machen. You know, just keep improving. Versuch dich ein bisschen zu verbessern. You know, and that felt kind of safe, actually. Dann ich fühlte mich dann mehr sicher. And then even if I did a little worse in something and
better in the other things. Vielleicht in anderen Fächern war ich ein bisschen verschlechtert, aber in anderen Fächern etwas verbessert. He still would say generally, hey, good. Hätte es allgemein so, ja gut, But keep working on it. aber arbeite weiter dran. And we felt safe. Dann fühlten wir uns sicher. I knew other kids, they hid their report card, Andere Kinder, die haben die Zeugnisse, die haben das versteckt sogar. You could take an F and draw a line on it and make it look like an A. Also, du kannst diese 5 vielleicht ausradieren und mach ein 1 draus. Yeah, you had to find you a red pen, though, Aber das muss auf rot, muss mit einem roten Kugel schreiben. The F was always red. Also der 5 war immer rot geschrieben. Sexy, yeah. So we're safe with God. Romans 8:38. Think of this. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? In Römer 8:32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Let's look at Romans 8:38. That's the wrong verse. I'm sorry. In Römer 8, Vers 38. We're going to come back to 8:32. Wir kommen dann zurück auf Vers 32. For I am convinced that neither death nor life, nor angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers. Next verse. 39. Neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Zurück zu 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. You're safe in the Father's love. Du bist in die Vaters Liebe ganz sicher. He'll fight for you too. Er wird für dich kämpfen. He's on your side. Er ist auf deiner Seite. And nothing can separate, nothing can change that love that he has for you. Nichts kann dich von dieser Liebe trennen und alles seine Gefühle, seine Liebe zu dir, nichts kann das verändern. And you're blessed. Und du bist dadurch gesegnet worden. That's the fourth point, or the third point, I guess. Das ist dieser nächste Punkt. Wir Fourth sind point. gesegnet. You're blessed. Gesegnet. And Romans 8:32 was what I wanted for that. Und für das war Römer 8:32 für das. We say we're blessed, Wir behaupten, wir sind gesegnet worden. but sometimes we doubt if God has good things for us. Aber manchmal wir zweifeln, ob Gott gute Dinge auf die Reihe für uns But hat. Romans 8:32 is the proof that we don't need to doubt about that. Aber Römer 8, Vers 32 ist der Beweis, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Because if he didn't hold back his most precious thing, Wenn er sein allerliebstes, kostbarstes nicht zurückgehalten hat, sein Sohn, God's already gave his best in that he gave us Christ. Gott hat schon sein allerbestes uns gegeben, indem er Jesus Christus uns gegeben hat. Why would we doubt his love about anything else? Wie könnten wir seine Liebe zweifeln in irgendeinem anderen Bereich? If he didn't withhold, he's already proved it. Er hat das schon bewiesen. Er hat das alles hergegeben. He gave everything. Hat alles hingegeben. So he's already proved that. Why would we ever doubt his love? So, about das hat er other schon erwiesen. Wie können wir dann seine Liebe und gute Absichten zu uns bezweifeln? We're blessed. Wir sind gesegnet. And we are included. Und wir sind aufgenommen. You know Inklusiv. how it hurts when you feel not included. Es tut weh, wenn du ausgeschlossen wirst. When you're in a group, but the group kind of doesn't really include you. Du bist in einer Gruppe, aber diese Gruppe will dich eigentlich nicht haben. Sie möchten dich loswerden. Or you have anyone ever felt that? Hast du das jemals gespürt oder erlebt? You ever felt like you were a square pig in a round hole? Du bist eine viereckige Stück da in einen runden kreisige Form. Because you were different, people
let you really feel that you were different. weil du ein bisschen anders warst als die anderen, die haben dich spüren lassen. Du bist anders und du passt nicht hier hinein. I had a good father. Ich hatte einen guten Vater. He taught me it was cool to be different. Er hat gesagt, es ist ganz cool, anders zu sein. He said, you don't have to be like everybody else. Du musst nicht so sein, genau wie alle die anderen. Don't even try. Versuch es nicht einmal. Be you. Sei einfach du. But you can only do that if you're secure. Du kannst es nur schaffen, nur wenn du dieses Sicherheitsgefühl hast. When you don't have the need to compare yourself. Wenn du hast es gar nicht nötig, dich mit anderen zu vergleichen. When you don't need the approval of people that are next to you. Und du brauchst nicht diese Wohlwollen und diese gute Zuspruch von allen anderen. Because deep inside you know you're included by God. Aber ganz tief innerlich, du weißt, du bist von Gott aufgenommen, du bist bei ihm inklusiv. He makes no difference. Und er macht keine Unterschiede, He has no favorites. hat keinen Lieblings. You know, we're all loved. We're all included. Wir sind alle geliebt, wir sind alle inklusiv, alle aufgenommen. No matter how different we are. Egal wie anders wir sind. That was kind of the message too to the Gentile believers. Das war auch diese große Botschaft zu den Nichtjuden damals. Said, you're just as much a part of my family as my covenant people, the Jews. Gott sagt, ihr seid genauso meine Kinder wie mein Bundesvolk, die Juden. I love all of you. Ich liebe euch alle. The same. Genau in die gleiche Art und I'm Weise. including you in this thing. Ihr seid auch inklusiv, so aufgenommen mit No one uns. should feel like they're a step son. Niemand sollte sich als Stiefkind God doesn't have any stepsons or daughters. Gott hat keine Stiefsöhne oder Stieftöchter. We all share in the same status. Wir haben alle die gleiche Status. We're all loved the same. Wir sind alle genauso geliebt. We're included. Wir sind inklusiv. Romans 8:15. But you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs of God and joint heirs with Christ. Okay. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. So we're included. Wir sind aufgenommen. What else are we? What else does the Father's love tell us? Was sagt uns sonst die Liebe Gottes, das Vaters Liebe zu uns? It says we are trusted. Er traut uns was zu. He trusts us. Er traut uns was zu. Now that's a point Hat Vertrauen in uns. that is very particular to the love of a father. Das ist etwas, was genau passt zu der Liebe eines Vaters. The love of the father takes more risks, Die Liebe eines Vaters, das nimmt mehr Risiko auf sich. more than the love of a mother. Mehr als die Liebe einer Mutter. The mother wants to protect, Die Mutter, sie will ihr Kind schützen you know, from all possible problems. von jegliche mögliche Problem und so. I had a good father in this respect. Ich hatte einen guten Vater in dieser Hinsicht. When I was really about this tall, Wenn ich so groß war. I drove cars, trucks, tractors. Ich bin schon mit Auto gefahren, mit Traktoren und Lastwagen gefahren. He'd put me on a tractor. I couldn't hardly even reach the pedals. Hat mich sitzen mit dem Traktor gesetzt. Meine Füße kamen knapp an den Pedalen dran. He'd ride with me 1 or 2 rounds. Hat ein paar Runden mit mir gemacht. And if he needed to, he'd show me something. Und wenn es nötig war, hat mir gezeigt, mit Schalten oder das, mit diese Hebel oder so. And after about 2 or 3 rounds, he'd jump off and go home. Und nach 2, 3 Runden mit der ist runtergesprungen und ich sollte dann weiterfahren. He said, "You got this." Okay, du hast es schon, mach schon. I was a small, young guy Ich war nur ein kleiner Knirps da. running heavy equipment.
Und ich fahre große Landwirtschaftsmaschinen so. That's the way I grew up. So bin ich aufgewachsen. For my 12th birthday, he gave me a gun. Für meinen 12. Geburtstag hat mir ein dickes Gewehr geschenkt. It's the American way. It's the American way. So ist es in Amerika. My mom was cool, though. Aber meine Mutter war ganz cool She dabei. was raised with a whole bunch of brothers. Sie ist aufgezogen mit ganz vielen Brüdern. So she didn't interfere, really. So sie mischte sich nicht hinein. And from the time I was small, I was trusted with things that were way beyond me. Seit ich ganz klein war, das war mir große Dinge anvertraut worden. And I made a lot of mistakes. Ich machte viele Fehler. I damaged a lot of equipment. Ich habe manches da sehr beschädigt. And some of the stuff was quite dangerous back then. Und manche diese Rüstung, das war gefährlich damals. You know, our tractors, the new tractors now, Diese neuen Traktoren, die jetzt haben, they have nice fenders and safety stuff. ganz Sicherheitsarme, die Kotflügel und die Seiten da sind gebaut, richtig sicher. The old tractors didn't. Die alten Traktoren, die hatten sowas nicht. I mean, the tire was right here. Der Reifen, der ganz groß neben dir. You're sitting on this metal seat bouncing along. Und du hüpfst da auf diese große Metallschale da. And then half the time the brakes didn't work. Und die halbe Zeit da, die Bremsen haben nicht richtig funktioniert. We had one old John Deere tractor. Wir hatten ein ganz alter John Deere Traktor. It didn't have a foot clutch, it had a hand clutch. Und der Kupplung war nicht, wenn die Füße betätigt, der Kupplung war mit der Hand, ein Hebel mit der Hand. And those motors didn't run real smooth either. Und die Motoren, die liefen nicht ganz ruhig. You know, 2-cylinder. 2 Zylinder. And you had to reach way out here and get that hand clutch. Du musst ausstrecken, diese Kupplung zu ziehen, You know, to change the gear. auf dass du den Gang schalten könntest. And the gear wasn't in a nice pattern like a 4-speed, you know. Es war nicht wie diese ganz schöne H-formig da, wie ein Viergänger. So. It looked like a maze. Das war wie ein Labyrinth. You know, first gear's all over here, and Der erste then Gang ist second dort, gear down over zweite here. Gang da, You know, wie ein Trabant. So, It's like a puzzle. wie ein Puzzle. And one time, we had to fill our tractors up. We had a big gas barrel with fuel. Wir hatten einen riesen Tank da voll mit Benzin. And so to fill it up, you drove up and got the hose and filled it up. Und um aufzutanken, du musst unter dieser großen Tank fahren und dann den Schlauch holen und dann so auffüllen. And when you engage that hand clutch, that tractor just jumped forward. Und wenn du diese Kupplung, diese Handkupplung loslässt, das Ding sprang da Just vorwärts. blop, blop. And I almost tipped over that big fuel tank. Und ich habe fast diese Benzintank I umgeschmissen. mean, a huge thing, Riesentank. you know. And I told my dad, and he just laughed. Ich habe das meinem Vater erzählt, er hat nur gelacht. Yeah, you take some getting used to. Ja, du musst dich dran gewöhnen mit dieser Kupplung, gell? Unthinkable today. Undenkbar heutzutage. I mean, we dealt with poisonous materials, Und wir hatten so giftige Chemikalien und alles dabei. and there were no guards on any of the gears and pulleys, and Und alle die Flaschenzüge und alles da war nicht geschützt mit irgendetwas. I mean, people in my neighborhood, you know, one of them lost his arm. A lot of fingers were lost in those things. Manche Nachbarn, da fehlt einer den Arm, der andere fehlen einige Finger. It was just a normal part of the farm life that people were losing fingers all the time. Das war ganz alltäglich und zu warten auf dem Bauernhof, dass du ab und zu mal einen Finger verlierst. But I mean, that sounds funny, Es hört sich lustig an, but that made me who I am today. aber das hat mich gemacht, wer ich heute That bin. my father trusted me Dass mein Vater mich vertraute. with some really big things. Er hat mir ganz große Dinge anvertraut. Then I went in the military. Und dann ging ich zum Militär.
unbelievable what they trust an 18-year-old with in the military. Unglaublich, womit ein 18-jähriger Soldat anvertraut wird. Big tanks Großer Panzer, and equipment. große Fahrzeuge und Dinge. But the father says, yes, let him try. Der Vater sagt, jawohl, gib ihm eine Chance, soll das probieren. And he has confidence and he trusts his son. Und dieser Vater hat Zuversicht und vertraut seinen Sohn. You know, Jesus trusted his disciples. Jesus vertraute seine Jüngern. He trained them for 3 years. Hat die 3 Jahre lang trainiert, And then he left them dann hat sie verlassen and gave them the whole mission of taking it on to the rest of the world. und hat diesen Auftrag gegeben, diese Botschaft in die ganze Welt zu verbreiten. And these were some young guys. Und einige dieser waren junge Kerle. The oldest was like Peter. He was like 30 or so. Der älteste, Petrus, da war 30. John was probably a teenager. Johannes war höchstwahrscheinlich ein Teenager. These are the guys that Jesus trusted with the whole mission. Und Jesus hat diese Kerle diese ganze Auftrag anvertraut. That's the heart of a father. Das ist das Herz seines Vaters. To give the children some risky stuff. Er traut die Kinder zu und er gibt ihnen etwas Risikoreiches. I think we need that. Ich denke, wir brauchen das. I think we need that challenge. Wir brauchen diese Herausforderung. And God is that way. Und Gott ist auch so. His father heart is that way. Sein Vaterherz ist auch so. What do we like to give our boys for birthday gifts? Was geben wir unseren Jungs gerne als Pocket Geburtstagsgeschenke? knife, Taschenmesser, you know, stuff like that. Solche Dinge. Things that belong to men, Dinge, die eigentlich nur Männer haben sollen. you know. I feel like we're getting away from that in our day. Ich denke, wir weichen weg davon in den heutigen We're Tagen. so afraid somebody could cut their finger or something. Haben so viel Angst, dass er sich schneiden könnte. We're afraid that somebody, you know, we don't want our children to make a mistake. Und wir wollen ja nicht, dass unsere Kinder einen Fehler damit So we machen. try to protect them so much. So wir schützen die so sehr. And I don't know that it's always a good thing. Ich weiß nicht, ob das immer das Beste ist. Sometimes I think we just need to let go. Manchmal, ich denke, wir sollen einfach loslassen. You know, when you're 18-year-old who just got their license, Dein 18-Jähriger, der gerade seinen Führerschein gemacht, says, you know, 4 of us, we want to take a road trip. hey, ich und 3 andere Kumpels, wir wollen eine Reise unternehmen. Oh, really? Where are you going? Oh ja, wohin? We're going down to Croatia. Aber wir fahren nach Kroatien. You know, and you're thinking to yourself, oh my God. Du denkst, ach du liebe Zeit. You know, he just got his license. Gerade seinen Führerschein gemacht. And the other 3 just got their license. Und andere 3 haben auch ebenso gerade ihren Führerschein And you're gemacht. doing everything you can not to let them go. Und du versuchst irgendwie das auszureden, dass sie hingehen. You're hoping it doesn't work out. Und du hoffst, dass das irgendwie nicht Hope klappt. they forget about it. Hoffe, dass das jetzt vielleicht vergessen. You know, but the day comes when you just have to say, okay, Aber kommt ein Tag, der Abschiedstag, so, na okay, you got your license. okay, du hast deinen Führerschein. Go. Okay, tschüss dann. Call me every once in a while. Ruf please. mich vielleicht ab und zu. You know, at least you can do that nowadays, right? Mindestens das ist möglich heute. Back in my day, man, you didn't hear from anybody. Als ich jung war, du hast nichts mehr von denen gehört von langer Zeit. You know, not hardly many people used those payphones. Es gab diese Münzen, die Telefonzellen mit Münzentelefonen. Nicht viele Leute haben die benutzt. You know, I'd go and come back 2 weeks later, Ich bin irgendwo hingefahren, kam 2 Wochen zurück nach Hause. and my mom was glad to see me, Meine Mutter hat sich gefreut, mich wiederzusehen. but there was no contact. Aber in der Zwischenzeit keinerlei Kontakt. It still worked, Das ging doch. you know. Okay. One other thing about this point. Noch etwas über diesen Punkt. And I'll give you a couple verses. Luke 2:49. In Lukas 2,49. Jesus, when they were
they were looking for Jesus. Remember that? Als Jesus ein Junge war, 12 Jahre alt, und der war weggegangen und die haben, And his haben parents ihn lost gesucht. him for a few days. Ein paar Tage lang haben sie ihn nicht gefunden. Couldn't find him. Die wussten nicht, wo er war. Where's Jesus? Wo ist Jesus? Wo 12 bleibt years old. 12 Jahre alt. Well, I thought he was there. I thought he was there. Ich habe gedacht, er ist mit euch. Finally, So- they find him. Endlich finden sie ihn. What's Jesus say? Was hat Jesus gesagt? Why were you searching for me? He asked. Didn't you know I had to be in my Father's house? Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich mit dem sein muss, was mein Vaters ist? Another translation says, about my Father's business. Das heißt, ich habe mich mit dem Geschäft meines Vaters, ich war beschäftigt mit dem Geschäft meines Vaters. And then Luke 15:22. In Lukas 15, Vers 22, You remember the story of the lost son. das ist die Geschichte von der verlorenen Sohn. And the father, and when he comes back, the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Lukas 15, 22 sagt, aber der Vater sagt zu seinen Knechten, bring das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gib ihm einen Ring an seiner Hand und Schuhe an die Füße. The father trusted his son enough to give him a second chance. Dieser Vater, der vertraute seinen Sohn so sehr, dass er ihm eine zweite Chance geben wollte. And it was a true second chance. Das war wirklich eine zweite Chance. You know, the ring symbolized the family. Dieser Ring, das war Autoritätssymbol dieser Familie. He was totally restored to his former position Er war völlig in seine alte Position wiederhergestellt. to represent the family. Er war dann als Repräsentant dieser Familie. And so the father's heart is to trust someone even if they've made a mistake. Und dass das Herzen des Vaters ist, jemand zu vertrauen, auch wenn er es verpatzt hat. Give him a second chance. Gib ihm eine zweite Chance. Don't treat him different. Behandle ihn dann deswegen nicht anders. Restore him fully. Er soll völlig wiederhergestellt. Take the risk all over again. Und dieses Risiko auf dich wiedernehmen. That's the heart of our Father. Das ist das Herzen unseres Vaters. That's why we can be so confident. Deswegen können wir so eine Zuversicht haben. He's never gonna give up. He's never gonna give up on you. Er gibt nicht auf, er gibt dich nie auf. Give you another chance Er gibt dir immer eine zweite Chance. and not treat you any different. Er wird dich nie anders behandeln. And then finally, we have status. Und dann endlich, wir sind auserwählt, wir haben einen Status, eine Position As sons of God. als Söhne Gottes. We're no longer servants. Wir sind nicht länger Diener. 1 Peter 2:9 says, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. So you have the status of a royal priesthood. You're part of a royal family and priesthood. Dein Status, du bist jetzt Mitglied einer königlichen Familie, eine königliche Priestertum. You know, you look at the royals in England, for example. Wenn wir schauen an diese Royalen in England, You know, it's kind of expected that the children would follow in that. es würde erwartet, dass die Kinder, dass die auch in die Fußstapfen weitergehen und das alles weitermachen. And yet we see someone now that's kind of turning their back on that. Und jetzt sehen wir eine aus der Familie, die sagt, nein, ich will nichts davon wissen, ich gehe woanders hin. Probably because it's not everything it looks like it is. Vielleicht, weil nicht alles ist so, wie es erscheint. But in God's kingdom, Aber in Gottes Königreich it's really great. ist es wirklich toll, es ist There's wunderbar. no strange things going on, right? Keine komische Machenschaften da. We can be sure that this is a good thing Wir können ganz sicher sein, dass das ist und bleibt eine ganz gute to Sache, be a part of this family, um ein Teil dieser Familie zu sein. and it's great privilege. Und das ist ein großes It's a Privileg, great status to have. ein wunderbarer Status, das wir You know, haben. if you are a child of God, you Wenn- have all the status you'll ever need. Wenn du ein Kind Gottes bist,
Du hast so eine hohe Position, einen Status, mehr als was du jemals brauchen wirst. People, I don't understand Christians that are concerned about their status. Ich kann Christen nicht verstehen, die so viel Sorgen machen, welcher Rang oder Status If die you're a haben. child of God, you cannot have a higher status than you already have. Wenn du ein Kind Gottes bist, du kannst keine höhere Position haben als das, I was don't du care hast. if you become the President of the United States. Ist egal, ob du der Präsident von den Vereinigten Staaten That's wirst. not higher than what I'm talking about. Das ist nicht höher als unsere Position. Being a son in God's family Ein Sohn in Gottes Familie zu is the sein, highest status there is. das ist der höchste Status, was es The gibt. highest privilege. Das heiße Vorrecht. Halleluja. Höchste. This status thing, we have to really think about it Wir müssen wirklich überlegen, was es dann bedeutet, dieser And- Rang und Status. and really internalize it, Und das wirklich verinnerlichen. because it's more than we think it is. Es ist mehr drin, als was wir überhaupt uns vorstellen It können. really is. Wirklich. To be called a son of God, Dass wir ein Sohn oder Tochter Gottes genannt that werden können. God is our Father. Dass Gott selber unser Vater ist. He's big. He's the big one. Der ist der Große. He's, you can't improve that. Da gibt es gar keine Verbesserung. And so I want to wind this up. So, ich will jetzt dann schließen. These are some of the attributes and things that we have as children of God Das sind manche die Vorteile, die wir haben als Kinder Gottes, because of the Father's love. wegen der Liebe des Vaters. Father's love. Diese Vaterliebe. There's a lot of wounds in people's hearts. Es gibt viele Wunden und Verletzungen in unserem Herzen. There's a lot of us who resisted the Father's love. Viele von uns, wir haben der Vaters Liebe widerstanden, Because something was broken inside of us. weil irgendetwas in uns gebrochen war. For a long time, I didn't want to hug anybody. Für eine ganz lange Zeit, ich wollte niemanden umarmen. I didn't want them to hug me. Und ich wollte ja nicht, dass jemand mich umarmt. I could hug people, but I didn't want them to come and hug me. Well, ich könnte dann Leute umarmen, aber ich wollte nicht von denen umarmt Because something werden. in me was not trusting that. Irgendetwas in mir drin war, könnte nicht vertrauen. I was like, I got along without you up till now. I can get along without you now. Bei dieser Einstellung, ja, ich kam schon lange klar ohne dich, ich kann auch weiter ohne dich dann klarkommen. You know, that's kind of the way, especially a lot of men are, So sind manche Männer and mistrusting of that kind of thing. und ein bisschen misstrauisch allgemein. You know, but we can trust the Father God. Aber wir können unser Vater Gott richtig vertrauen. His desires for us are only good. Seine Wünsche und Absichten mit uns sind nur gut. He's not playing games. Er macht keine Spielchen. He's not one day one way and another way the next day. Er ist nicht so einen Tag und dann ganz anders so den nächsten Tag. He's not going to hug us and then require something of us that, you know, and manipulate us. Er wird uns nicht erst umarmen und dann irgendetwas von Like- uns so verlangen, und uns zu Like we know, manipulieren. I'm going to be real nice to you because I want something from you. Oh, ich werde ganz lieb und nett zu dir sein, weil ich etwas von dir will. God doesn't want anything from us in that way. Gott will nichts von uns in dieser Art und Weise. Nothing that he's not trying to manipulate, Er versucht uns nicht irgendwie zu manipulieren. not trying to buy your love. Und er versucht nicht, unsere Liebe zu erkaufen. He just is love. Er ist die Liebe selber. He can do nothing different than love you. Er kann nichts anderes tun, als dich einfach zu lieben. You know, I said last week that God is the personification of love. Gott ist die Liebe in Person. So it's not like God has love, God is love. So es ist nicht einfach, dass Gott Liebe hat. Er ist die Liebe. And perfect love. Vollkommene Liebe. Perfect love. Perfekte Liebe. With no hooks, no Oh. strings attached, Ohne Haken dabei, ohne versteckte Klausen. no this far and no farther. Keine, nur so weit und nicht weiter. If you do that one more time, Wenn du das noch einmal machst, then that's really the end. dann ist endgültig Schluss. And if we're honest, that's the fear many of us carry in us. Wirklich, so eine Angst tragen wir mit uns herum. And God says, nope, Und Gott sagt nein. there's nothing you can do that will make me stop loving you. Es ist nichts, was du tun kannst,
womit meine Liebe zu dir aufhören würde. There's nothing you can do to make me love you less. Und nichts, was du tun könntest, auf das ich dich weniger lieben würde. There's nothing you can do to make me love you more. Und du könntest auch nicht irgendetwas tun, auf das ich dich mehr liebe. I love you, period. Ich liebe dich, Punkt. Unconditional. Bedingungslos. That's what we're talking about today. The perfect love. Das ist diese Liebe, diese vollkommene Liebe. The love of the Father. Die Liebe des Vaters. He's the love that doesn't stifle us in our growth. Diese Liebe erstickt uns nicht oder hindert unser Wachstum nicht. That's why he takes risks with us. Deswegen nimmt er Risikos auf sich mit That's uns. why he trusts us with some things. Deswegen, manche Dinge werden uns anvertraut. Because he knows we'll grow. Weil er weiß, dass dadurch wir werden wachsen. He knows we will make really good steps in our lives. Und er weiß, dass wir ganz gute Schritte damit machen werden. And he's cool with that. Der ist ganz cool dabei. He doesn't, if we go out and skin our knee because we tried something, Wenn wir da draußen gehen und einen Schramm an unsere Knie kriegen, weil wir das falsch irgendwie gemacht haben, he says, stand up and go again. ja, steh auf und wieder ein Anlauf. Thank God Danke for his Gott love. für seine Liebe. Let's stand together. Lass uns bitte aufstehen.